So, hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Dieses Video ist ein Sondervideo, weil ich muss mal auf was eingehen. Es ist also so, dass ich bei YouTube von 2, 3 Leuten als Lügner dargestellt werde. Dem ist nicht so. Ich lüge hier nicht und Leute, die mich schon länger verfolgen, können das auch sehen, weil ich habe mittlerweile über 400 Videos und wenn ich lügen würde, würde ich mich ja widersprechen. Das tue ich nicht. Außerdem lüge ich nicht, weil ich mich dann selber betrügen würde und das tue ich nicht. So. Ich wollte auch nie so eine Art Video machen, weil ich einfach dieses Niveau Leute im Internet schlecht machen, als Lügner darstellen, als dumme Menschen darstellen, als sonst was, ne? Diese ganzen negativen Kram, jeder kann sich denken, worum es geht, von diesem negativen Scheiß, wie Leute jemanden negativ darstellen lassen, dreckig, stinkend, Lügner, das sind so Dinge, die sind so, die zeigen den Charakter des anderen Menschen, der das macht, zeichnen das wieder. So. Und ich muss jetzt leider da was gegen machen. Es war so, dass das letztes Jahr angefangen hat, dass ich auf meinem Kanal Kommentare hatte, die sehr, sehr mies waren. Und ich habe mir damals gedacht, das könnte aus der und der Ecke kommen, weil wenn man Menschen kennt, dann weiß man, wie sie reagieren. Und da ich sehr viel Menschenkenntnisse habe, habe ich das dann halt so vermutet, dass es aus der Ecke kam. Nur aus der Ecke hätte es von mehreren Leuten sein können. Dementsprechend wollte ich halt, weil das irgendwelche Fantasienamen waren, ne? Kennt ihr ja diese feigen Hunde, die haben dann irgendwelche Fantasienamen und kommentieren dann was. Und man weiß nicht, wer es ist, und um es rauszufinden, muss man halt die Leute so ein bisschen beeinflussen. Und da das 4, 5 Leute waren, deren Vornamen mit M beginnt, habe ich dann einfach gesagt in einem Video, ich weiß jetzt nicht mehr genau, hallo Mr. M oder alles klar Mr. M oder sonst was. Und daraufhin habe ich eine Reaktion bekommen und dann wusste ich auch, wer das von diesen 4, 5 Leuten, die das wo ich vermutet habe, die das waren, dann auch herauskristallisiert hat, wer es war. So, dann habe ich das gewusst und dann habe ich gesagt, okay, bleib cool, alles locker. Dann fing dieser Mensch an, Hassvideos hochzuladen, wo er mich als einen Menschen dargestellt hat, was mir sehr wehgetan hat, weil das greift ja deine Psyche, deine mentale Verfassung greift das ja an. Da musste ich dann zur Polizei gehen, weil ich halt vorher rausgefunden oder nachgelesen habe, ob das rein rechtlich, also ich wusste, dass das nicht richtig ist, dass es rein rechtlich gesehen nicht richtig ist. Und da ich hier in Kanada das Rechtssystem nicht kenne, musste ich das nun halt googeln. Ne? Und dann habe ich halt rausgefunden, also dass das Cybermobbing ist, und in Englisch sagt man, oder in Kanada sagt man Cyberbullying. So, und dann bin ich dann halt damals zur Polizei gegangen und die haben ihn dann halt angerufen, während ich daneben saß, und haben ihn dann gesagt, hör bitte damit auf, denn das mussten sie machen, sie konnten nicht mehr machen, weil bevor die was machen konnten, war es wichtig, dass er einen Warnschuss bekommt, dass man ihm sagt, dass es nicht richtig ist. So. Und er war ganz klein mit Hut am Telefon, ja, mach ich ja, kein Problem. Später hat er versucht, mich zu kontaktieren, ich habe ihn ignoriert, weil ich spreche mit solchen Leuten nicht, die mich online schlecht machen, oder nicht nur online, auch so schlecht machen. Ich finde, dass Leute, die andere Leute schlecht machen müssen, haben ein ganz kleines Selbstbewusstsein, wollen ihr Selbstbewusstsein verstecken, und durch den Erfolg, dass sie andere Leute schlecht machen, fühlen sie sich gut. Ich möchte nicht weiter ausführen, was das für ein Verhalten ist. So.
Ja, auf jeden Fall hat er dann ein Video hochgeladen und hat dann ist darauf eingegangen wegen der Polizei, er hat das so dargestellt, dass die Best Freunde waren und dass er dann das so mit ihm so als Deal hatte und so. Dem war nicht so. Der hatte Schiss ohne Ende am Telefon. So. Dann gab es noch jemand anders oder gibt es noch jemand anders, der auch so gegen mich hetzt. Und ich habe ja meinen Job bei Ducatrans verloren aufgrund dessen, weil sich der Laden verkleinert hat, weil es halt, wie gesagt, momentan das Transportgewerbe halt am Boden liegt. Muss ich auch was da gleich zu sagen, zu den 20.000 Trucks. Da werde ich auch nochmal den Link hier in die Videobeschreibung reintun. Es ist also so, das Ducatrans hat das Büro geschlossen, die arbeiten von zu Hause aus. Und das nächste ist, die haben sich verkleinert. Ich bin der als letztes gekommen ist, musste auch als erstes gehen. Dementsprechend haben die mich halt rausgeworfen oder haben die mich halt gekündigt. Das war ja nichts Böses von denen. So, dann habe ich einen neuen Job gefunden, bin jetzt local und ich finde das gut local, weil dieser Mensch, der diese Hassvideos macht, weiß ganz genau, dass ich auch am liebsten zu Hause bin abends. Hat er aber nicht so dargestellt. Er hat auch so ein bisschen, ja, er hat sehr viel gelogen. Und das ist von meiner Seite aus jetzt nicht fies gemeint und niedermachend gemeint, sondern einfach nur, ich habe das gesehen und normalerweise gucke ich diese Videos nicht, weil diese Videos mir wehtun, mich so darstellen, wie ich nicht bin. Und habe ich ja eben schon gesagt, ich mache jetzt ein Video darüber. Ich werde nicht noch ein Video darüber machen, dass ich darüber rede, weil dieses Level möchte ich nicht haben auf meinem Kanal. Des Weiteren ging es darum, dass ich nur die heile Welt zulasse, nur gute Kommentare zulasse und keine Kritik zulasse. Doch, ich lasse alle Kommentare zu. Nur eine Art von Kommentaren lasse ich nicht zu. Ich lasse mich nicht beleidigen. Und das tue ich nicht und das möchte ich auch nicht. Und damit dieses Video nicht eine Welle von Hassvideos produziert oder dass das damit anfängt, ist es so, dass ich habe jetzt, also er hat ja damals diesen Warnschuss von der Polizei bekommen und wenn er das jetzt nochmal macht mit diesen Hassvideos oder mit diesen Hassvideos hört sich so krass an, mit diesem üble Nachrede, mich als Lügner darzustellen und mit diesen Beleidigung ist gut. Wenn er anfängt, Beleidigung, dann könnte man den zweiten Schritt einreichen und dann wird's dreckig, ne? Weil dieser Mensch kann ja mal googeln, was Cyberbullying, was da für eine Strafe draufsteht in Kanada. Das sollte er vielleicht einfach mal googeln. Ist die Kamera zu hoch? Oh, die ist gar nicht richtig fest. So, ja, da werde ich was gegen machen, weil ich habe keinen Bock, da mich weiter niedermachen zu müssen online, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mit YouTube angefangen, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Ein guter Bekannter von mir hat irgendwann mal gesagt, der wohnt in Deutschland, ey, mach doch YouTube, du bist ein cooler Typ und wohnst in Kanada. Und ich war immer ganz weit weg von diesem YouTube. Und dann hat er mich ein Jahr bearbeitet, immer wieder also er hat jetzt nicht jedes Mal gesagt, mach YouTube, sondern immer so zwischendurch. Und dann hat es dann in mir gearbeitet und dann habe ich dann halt irgendwann gesagt, gut, ich fange damit an. Ich lade ein paar Videos hoch, wenn das Leute gut finden, dann ist das toll. Wenn das Leute nicht gut finden, dann sollen sie den Kanal verlassen und sollen was anderes gucken. Ich bin nicht perfekt, ich war von Anfang an, ich war Beginner, ich wusste noch nicht mal, wie eine Kamera angeht. Und habe mich da immer weiter reingefuchst, dass ich irgendwann dann auch gute Videos mache. Und meine Videos sind ja auch gut, sind zwar manchmal für den einen oder anderen langweilig, aber bitte, dann geh doch weg, dann deabonniere diesen Kanal und geh woanders hin. Das Gleiche ist es mit diesen Menschen. Warum kommen diese Menschen immer wieder? Ich habe gelernt im Leben, wenn ich merke, dass es mit jemandem nicht passt, so chemiemäßig, Connection, so, dann drehe ich mich um und gehe und dann ist das Thema gegessen. Oder dieser Mensch ist mir so wichtig, dass ich das Gespräch suche. Aber wenn es nichts nutzt, dann suche ich auch nicht das Gespräch, dann drehe ich mich um und gehe. Dann lebt jeder sein eigenes Leben. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn es andere YouTuber gibt, die auch über das Trucking berichten und da machen. Ich gucke sie mir nicht an, weil ich mir grundsätzlich
bis auf 2, 3 Ausnahmen jetzt gerade, mir keine anderen Trucker-YouTuber angucke. Das mache ich aus bestimmten Gründen nicht. Und es ist halt so, dass ich habe mich da ich habe das letztens beim anderen YouTuber gesehen. Der hat gesagt, zurzeit ist es so schlimm, dass Leute, sobald man ein Video hochlädt und Leuten was nicht passt, dass die ein Gegenvideo hochladen. Sag mal, in was für einer Welt leben wir? Ist diese direkte Kommunikation gar nicht mehr da? Ich meine, ich bin 46 Jahre alt. Ich habe noch gelernt, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, gehe ich dahin und sage dem Alter, das und das stört mich. Das macht auch zum Beispiel eine Freundschaft aus. Freundschaften sind ja heutzutage meistens nur darauf basiert, dass man sich alleine fühlt und irgendjemanden in seinem Leben haben will. Mein Level ist das nicht. Ich habe Freunde, ich habe nicht viele Freunde, aber ich habe gute Freunde. Ich habe nur Freunde, denen ich auch mal sagen kann, ey Alter, du bist ein Spinner. Das war scheiße. Das heißt jetzt nicht, dass ich da meinen Freunden mit denen nur so umgehe. Aber viele heutzutage sind doch so eingestellt, wenn man denen die Meinung sagt, dann sind die doch beleidigt. So ein Kindergartenlevel ist das. Also wie gesagt, Freunde sind für mich, mit denen ich Spaß haben kann, lachen kann, eine gute Zeit haben kann, aber auch, mit denen ich dann auch mal ernsthaft reden kann, die ich auch kritisieren kann, weil das ist nämlich wichtig. Das bringt doch einen weiter. Wenn man nicht kritikfähig ist, bleibt man auf seinem gleichen Stand, auf seinem gleichen Level. Dann entwickelt man sich nicht weiter. Dementsprechend ist es wichtig, dass so ein Austausch in einer Freundschaft stattfindet. So. Die meinen ja, mich kann keiner leiden und gut ist. Natürlich gucken so einige meinen Kanal, wo ich sehr dankbar drüber bin, weil ich es nie gedacht habe, dass es so viele sind. Und die finden mich cool, deshalb gucken die mich. Und ich habe auch gestern drüber nachgedacht, ob ich den Kanal zumache. Weil ich auf so eine Scheiße keinen Bock habe. Aber dann fiel mir wieder ein, Moment, das sind so 5, 6, 7, 8 Leute, die das so als Hobby sich gemacht haben, jemanden niederzumachen online, was übrigens feige ist ohne Ende. Aber das habe ich vor ein paar Wochen im anderen Video gesagt. Da habe ich gedacht, nee, es gibt Leute, die gucken nicht regelmäßig, die mögen dich, die mögen so, wie du bist. Und dann mache ich das auch weiter. Dementsprechend werde ich jetzt da rein rechtliche Schritte gegen das eingehen. Ich habe gestern schon jemanden kontaktiert. Der wird sich wahrscheinlich heute melden, weil der gestern wahrscheinlich schon geschlafen hat oder der Laden zu hatte. Dann möchte ich noch was zu diesen 20.000 Trucks sagen. Das ist die Firma Pride Logistik. Die ist in Mississauga, habe ich schon gesagt im letzten Video, wo sich dann darüber so aufgeregt, wo die Leute sich so aufgeregt haben, dass ich ja lüge. Diese Firma hat 50 Standorte in Kanada und in den USA. Für die fahren 20.000 Trucks. Die besitzen natürlich weniger Trucks, aber die managen 20.000 Trucks. Und dass die kaputt gegangen ist, das ist ein herber Verlust. Und dementsprechend habe ich da bestimmt nicht gelogen, weil das tue ich nicht. Ich lüge nicht und ich sage das, was ich denke. Und, ach ja genau, ich wollte noch mal zu diesem Knalltypen zurückkommen. Es ist also so, dass dieser Mensch damals, als die Polizei angerufen hat, hat er aufgehört. Und jetzt macht er schon seit Monaten weiter. So ein anderer Typ macht da auch so mit. Das ist irgendwie so das gleiche Level. Und die wollen mich so schlecht reden, schlecht machen. Hat wahrscheinlich was mit Neid zu tun. Oder sonst was, weil ich habe diesen Leuten nie was getan. Ich habe mich irgendwann umgedreht, bin gegangen, weil das nicht passte. Ne? Und, ach ja, mein Lohn. Da muss ich ja für anhalten, weil dafür muss ich die Kamera in die Hand nehmen. Es wurde ja gesagt, dass ich gar nicht so viel verdiene oder dass das nicht stimmt, was ich so verdiene. Ich habe im letzten Video gesagt, ich kriege 27,50 die Stunde und für Wartezeiten kriege ich $21. Und dann kriege ich noch einen Bonus. Da wurde noch gesagt, ja, wenn er zu spät kommt, der braucht auch keinen Bonus. Das ist doch Quatsch. Das weiß er doch nicht. Sitzt er neben mir im Truck oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Aber egal. In der Wut zeigt der Mensch seinen wahren Charakter. So. Ich habe was vorbereitet und werde jetzt hier gerade umbauen. Bis gleich. So. Es wurde ja gesagt, dass ich weniger verdiene, als ich gesagt habe.
Weil man das ja online nachlesen kann. Also, ich kann das nicht online nachlesen, was der Typ verdient. Aber ist egal. So, hier, das ist eine Abrechnung. Das war meine erste Abrechnung. Das ist vom 4. August bis zum 17. August wurde abgerechnet. Ich bin aber leider, glaube ich, erst am 10. August oder 13. August bin ich angefangen. Nee, 13. August habe ich meine erste Tour gefahren. Das heißt, ich habe Geld für eine Woche bekommen, weil ich in dem in der Bezahlperiode, ähm, mit einer Bezahlperiode angefangen habe. Also, hier sieht man JC Ventures, das ist meine Firma, das ist kein Check, Philipp Reimus, ich habe meine Adresse unkenntlich gemacht. Pay Period heißt Bezahlperiode vom 4. August bis zum 17. August wurde abgerechnet. Diese Lohnabrechnung wurde am 24. August erstellt und mir per E-Mail zugeschickt. Und hier stand dann drin, regulär, also der normale Stundenlohn liegt bei 27,50 Dollar. Ich habe 31,25 Stunden in der Zeit gearbeitet, also gefahren bin ich in der Zeit. Dann MB hat wohl was mit Bonus zu tun. Ich habe ja schon mal gesagt, ich rechne Bonus nicht aus, weil ich nicht zu spät komme, sondern weil ich finde, Leute, die mit Bonus rechnen müssen, rechnen auch mit Träumen, was sie so kriegen. Also ist es so. Waiting Time sind 21 Dollar. Ich habe 24,5 Stunden habe ich gewartet und dementsprechend habe ich hier 27,50 habe ich 859 Dollar verdient. 3 Dollar, ich denke, das ist Bonus. Dann Waiting Time und Vacation Paid heißt, das ist Urlaubsgeld. Es gibt manche Firmen oder ja, die manchen Firmen, die zahlen halt Urlaubsgeld bei jedem Paycheck, bei jeder Gehaltsabrechnung zahlen die halt einen Anteil des Urlaubsgeldes aus, weil halt die sich das so zurechtrechnen, dass wenn man zum Beispiel jetzt Urlaub nimmt, dann könnte man ja diese 55,08 Dollar, die ich da bezahlt bekomme, könnte man sich alle 2 Wochen auch weglegen und wenn man dann Urlaub macht, dann kann man dieses Geld benutzen. So ist es geregelt. 27,50 Dollar ist ein guter Stundenlohn. Das ist für die Gegend hier ist das ein sehr guter Stundenlohn. Local Driver, also Nahverkehrsfahrer, kriegen in der Regel so, es ist variiert, ne? Es gibt von 22, 23, 24, 25 Dollar bis hoch. Ich glaube, Walmart zahlt, glaube ich, 28, das weiß ich jetzt aber nicht genau, oder 27, 29, irgendwie sowas in den 20er. Ich merke mir sowas nicht. Und ich habe damals, wie gesagt, als ich den Job gesucht habe, habe ich dieses Jobangebot gesehen und habe 27,50 und habe gedacht, das ist aber gut. Und das ist auch ein guter Preis. Dafür kannst du gut arbeiten gehen. Ne? So. Und ich bin bei dieser Firma sehr glücklich, weil es halt so ist, dass ich halt abends zu Hause bin und ich kriege halt gutes Geld da. Und damit ist es gut. So, ja, wie gesagt, also ich werde da jetzt rein rechtlich was gegen machen. Ich habe das Donnerstagsvideo zum Teil fertig. Ich werde nachher noch Sören vom Flughafen abholen. Ich werde mich jetzt ein bisschen zurückziehen. Ich werde wahrscheinlich noch ein Sonntagsvideo bringen. Das weiß ich aber nicht genau. Ich muss jetzt erstmal an mich denken. Und das heißt, dass ich nicht möchte, dass man mich weiter online so darstellt, wie dieser Mensch oder diese Menschen. Es gibt ja mehrere. Es gibt ja auch Menschen, die nicht diese Videos machen, sondern diese Videos kommentieren. Und diese Leute kenne ich auch. So, und diese Namen werde ich da auch angeben. Weil das rein rechtlich gesehen nicht richtig ist, was die da machen. Und der andere Knilch da, der auch Videos macht übers Trucking in Kanada, da werde ich dann auch nochmal was machen. Ne? So. Also ich werde jetzt da das so machen, dass da endlich die Fresse gehalten wird. Ich habe da keinen Bock drauf. Weißt du, was denken die eigentlich? Denken die, dass ich morgens auf dem Klo sitze und denke, was lügst du denn heute noch so vor? Ja, lügst du dir mal vor, dass 20.000 Trucks in der Insolvenz ist, dass eine Firma kaputt gegangen ist, die 20.000 Trucks ist. Das ist doch bekloppt. Warum soll ich das machen? Das ist doch Quatsch. Ne, dann würde ich dann spätestens, wenn ich das im 400. Video bringe, dann würde ich mich spätestens in den nächsten 5 Videos widersprechen. Das mache ich doch nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist so blöd. Diese Menschen meinen doch, dass ich blöd bin. Und das mag ich nicht. Und dementsprechend will ich da so was machen und ich halte mich jetzt auch auf YouTube ein bisschen zurück. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich weiß es noch nicht genau, aber seid nicht überrascht, wenn jetzt mal kein Video kommt. Weil da habe ich mich ja keinen Bock drauf. Ne? Gut.
Für die, die mir treu sind und mich gerne sehen, dafür möchte ich mich sehr, sehr bedanken. Und ja, bleibt dabei. Ich komme wieder, keine Frage. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und bis bald. Tschüss.